My daughter died on September 11th, and she was in Tower 2 of the World Trade Center. She was drop-dead gorgeous. She had incredible blue eyes, and she was 4 months pregnant. Several floors were taken out, and there's George Bush used my daughter to kill. George Bush nutzte meine Tochter als Vorwand, um zu töten. George Bush benutzte meine Tochter als Vorwand, um Truppen zu mobilisieren. Weil niemand in diesem Land es wagte, ehrlich über den 11. September zu sprechen. Sie hielten den Mund und gaben ihm die Macht, einen Krieg zu führen. Und jetzt halten sie wieder den Mund, weil sie es verpfuscht haben. Es gab keine Massenvernichtungswaffen. Es gibt keine Verbindung zwischen Al-Qaida und dem Irak. Der Tod meiner Tochter wurde benutzt, Krieg gegen ein unschuldiges Volk zu führen. Sie haben Saddam Hussein. Sie haben eine Keimzelle des Hasses geschaffen, sodass noch mehr Menschen sterben werden. Die Unruhen werden so schnell nicht aufhören. Über die Leiche meiner Tochter hat er Terroristen stark gemacht. Über die Leiche meiner Tochter. Der Krieg im Irak ist illegal. Sie töten unschuldige Menschen. Ich bin Soldat geworden, um mein Land zu verteidigen. Niemand soll mehr den Albtraum erleben, den wir erlebt haben. Ich soll ein Verräter sein, weil ich mein Land kritisiere? Von wegen. Ich bin ein Patriot, weil ich mein Land kritisiere. Ich will nicht, dass in Ihrem Namen auch nur eine einzige Bombe fällt. Ich will nicht, dass in Ihrem Namen auch nur ein einziger Zivilist verletzt wird, so wie ich verletzt wurde. Not in our name. Nicht in unserem Namen. Diese wenigen Worte schweißen viele Amerikaner zusammen in der einmütigen Ablehnung des Kriegs im Irak, den ihre Regierung führt. Anonyme Bürger oder angesehene Intellektuelle, Künstler oder Soldaten, Politiker oder Kirchenleute. Sie alle gehören zu den Protestierenden der ersten Stunde. Eine Minderheit in einem Amerika, das kriegslüstern und taub gegenüber jeder Kritik geworden ist. Drei Jahre nach Beginn der Kämpfe werden ihre Stimmen allmählich hörbar. Die Stimmen eines Amerika, das gerade erst aus der Betäubung des Schocks vom 11. September erwacht. President Bush delivered a major speech on terrorism today. Mr. Bush said that the U.S. and its allies have disrupted what he called at least 10 serious al-Qaeda terrorist plots since September 11th, including 3 inside this country. There's always a temptation in the middle of a long struggle to seek the quiet life, to escape the duties and problems of the world, and to hope the enemy grows weary of fanaticism and tired of murder. This would be a pleasant world, but it's not the world we live in. In the middle, this Die Fahne in der Mitte gehörte meiner Urgroßmutter. Sie hat sie hier in ihrem Haus verwahrt seit dem Zweiten Weltkrieg, in dem einige meiner Onkel dienten. Ich fand es passend, die Bilder meiner Söhne um eine amerikanische Fahne zu drapieren, die unserer Familie viel bedeutet. Bryce war 14 Monate in Bagdad. Brandon ein Jahr lang in Tikrit. Nachdem er als Scharfschütze Jagd auf Saddam-Anhänger gemacht hatte, bestand eine seiner Aufgaben darin, die Ölpipelines im Norden des Irak zu bewachen. Brand ist gerade erst vom Persischen Golf zurückgekehrt. Beide sagen, der Hauptzweck ihres Dienstes galt dem Schutz der irakischen Ölanlagen vor der Küste. Ihr Job hatte also ausschließlich mit Öl zu tun. It was strictly an oil-related job. Wir sind nicht länger die Friedenshüter der Welt, die sie zu einem besseren Ort für alle machen wollen. Wir werden nur noch in der ganzen Welt herumgeschickt, um kleinere Länder einzuschüchtern und uns ihre natürlichen Ressourcen anzueignen, wie Iraks Öl. Ich verstehe, warum jedes Land der Welt mit einer gewissen Furcht auf uns blickt.
Heute bin ich bei Nummer 193, also habe ich in Kürze meinen 200. Protest hier vor dem Bundesgericht in Richmond. Am Anfang war das wirklich hart. Virginia ist ein sehr konservativer Staat. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft mir die Leute den Finger zeigten, mich beschimpften und verfluchten und drohend die Fäuste schüttelten. Sie nannten mich einen Kommunisten, einen Homo und dergleichen mehr. Die Leute müssen einfach lernen, dass es in Ordnung ist, sich gegen den Krieg auszusprechen. Dass du ein Patriot und trotzdem gegen den Krieg und die Regierung sein kannst. A patriot and oppose the war and the administration. Our ability to disagree and our inherent right to question our leaders and criticize their actions define who we are. To allow those rights to be taken away out of fear, to punish people for their beliefs, to limit access in the news media to differing opinions is to acknowledge our democracy's defeat. Sogar in meinem Metier kommen Leute auf mich zu und sagen, danke, dass Sie sich gegen den Krieg ausgesprochen haben. Und ich sage dann, warum flüstert ihr? Dies ist Amerika, ihr habt das Recht, euch frei zu äußern. Also, warum flüstert ihr? Jahrelang wurde getrommelt, haltet die Klappe, haltet die Klappe. Ich glaube, im Amerika von heute haben die Leute mehr Angst, etwas gegen die Regierung zu sagen, als dass sie einen neuen Terrorangriff fürchten. Die Menschen haben das Gefühl, dass sie viel zu verlieren hätten, wenn sie offen reden. Manche Leute, Arbeitskollegen oder Nachbarn, werfen einem mangelnden Patriotismus vor. Und diese Einschüchterung, dieser gesellschaftliche Druck, halten viele Menschen davon ab, ihre Meinung zu sagen. Solange sie nur auf die Regierung hören, solange sie keine alternativen Meinungen kennen, solange sie nur begrenzt informiert werden, begrüßen sie alles, was die Regierung tut. Denn die Amerikaner wachsen auf mit der Idee, dass dies das großartigste, das beste Land der Welt ist. Wir sind die Nummer 1 und wir tun nur Gutes in der Welt. Wir mögen gelegentlich kleine Probleme gehabt haben, wie die Sklaverei oder Vietnam, aber im Allgemeinen sind wir in Ordnung. Und deshalb können die Amerikaner nur schwer akzeptieren, dass der Rest der Welt uns als einen Schurkenstaat betrachtet, als ein Söldnerheer, das aus politischen Gründen und wirtschaftlichen Interessen, sprich Öl, in andere Länder einfällt. Die Medien sind das mächtigste Kartell auf Erden. Mächtiger als jede Bombe, als jede Rakete. Das Pentagon hat die Medien vereinnahmt und wir müssen sie zurückgewinnen. Mass education, mass recreation, mass perception management, mass entertainment, mass education, mass recreation. Die Medien zeigen Amerika als einen Block, der geschlossen den Krieg befürwortet. Aber das entspricht nicht den Tatsachen. Die Antikriegsbewegung in diesem Land oder die Menschen, die die Invasion und Besetzung des Iraks ablehnen, sind keine kleine Randgruppe, sind nicht die schweigende Mehrheit, sondern eine vom Medienkartell zum Schweigen gebrachte Mehrheit. Does it seem to you, along with the anti-war protesters, there are simply people who seem to be seizing on an opportunity just to come out into the streets and simply maybe cause trouble? Absolutely, Julie. Bush is a terrorist! Bush is the biggest terrorist! Yeah! Baby, they're done. Fuck yeah! I'm just kidding. Hey, put this stuff on the news! Come on, put some real criticism! 1, 2, 3, impeach Bush! Impeach Bush! This war is going to increase the chance of terror! Impeach Bush! Sie finanzieren Pro-Kriegskundgebungen.
Sie feuern Moderatoren und Reporter, die sich gegen den Krieg aussprechen. Sie drängen ihre Moderatoren, zu den Kundgebungen zu gehen. Sie haben die Reporterin des Jahres von South Carolina gefeuert, weil sie es wagte, ihre Stimme gegen den Krieg zu erheben. Es verfehlt seine Wirkung nicht, wenn die Medien alles kontrollieren, wenn ihre Sichtweise die einzige wird, die die Leute im ganzen Land zu hören bekommen. Kein amerikanischer Reporter blieb während des ersten Golfkriegs in Bagdad. Kein amerikanischer Reporter blieb während des zweiten Golfkriegs in Bagdad. Was zeigt uns das? Sie wollten die Wahrheit nicht wissen. Sie waren Teil einer Mission der amerikanischen Regierung, einen Krieg zu führen. It's often been said, if you don't have anything nice to say it on Iraqi state television. Well, that old chestnut was proven yet again this morning when veteran war correspondent Peter Arnett was relieved of his duties as a correspondent for NBC and MSNBC in the wake of comments he made during a weekend interview he gave on Iraqi state TV. The first war plan has failed because of Iraqi resistance. Now they're trying to write another war plan. Anfangs stand NBC voll hinter mir. Sie erklärten öffentlich, Arnett hat jedes Recht zu dieser Aussage. Er hat nichts gesagt, was wir dementieren müssten. Aber die Reaktionen, angeführt von Fox News und den rechten Radiostationen, waren so dramatisch und so heftig, dass NBC innerhalb von 24 Stunden sagte, nein, du kannst nicht länger für uns berichten. Matt, I want to begin by apologizing to the Today Show. I want to apologize to NBC, MSNBC, and National Geographic Explorer. And I want to apologize to the American people for clearly making a misjudgment over the weekend by giving an interview to Iraqi television. So good luck to you, Peter. Thank you, Matt. And now let's turn. It's a difficult situation. I've known Peter for a very, very long time. It's tough. Die Amerikaner von der Regierung Bush mit einer enormen Menge an Desinformation, Lügen und Täuschungen eingedeckt, hatten keine alternativen Informationsquellen. Deshalb war die überwältigende Mehrheit für den Krieg. Seitdem sind mehr und mehr Informationen ans Licht gekommen, die Bushs Behauptungen eine nach der anderen entkräfteten. Proud member of Iraq Veterans Against the War. And as I stand here today, I'm angry. When I came home for my mid-tour leave, I had a layover in the Atlanta airport, and I was still in uniform. And a lot of people came up to me and wanted to thank me for what I was doing over there. And my question to them was that if they knew what I was doing over there, maybe they could explain it to me, because all of us had no clue what we were doing over there. Das verstehen sie unter Patriotismus. Das macht einen Amerikaner aus. Du wickelst dich in eine Farm und hältst dir die Ohren zu, damit du nicht hörst, was da drüben wirklich vorgeht. So war es immer in diesem Land. Du hast Leute, die sagen, wir gehen nach Irak oder Afghanistan. Aber das sind nicht wir, das sind die Soldaten. Und unsere Regierung geht ziemlich unbekümmert mit dem Leben der Soldaten um. Die Leute denken, ihr macht das freiwillig. Euer Job ist es, irgendwo Krieg zu führen und zu sterben. Nein, mein Job ist es, die Verfassung und die Menschen dieses Landes zu verteidigen. Nichts davon habe ich im Irak getan. Gar nichts. And I certainly was not doing that in any way, shape, or form in Iraq.
Das war 4 oder 5 Tage, bevor ich den Irak verließ. Der Junge zu meiner Linken macht den Hitlergruß vor der Kamera. Das Kind zu meiner Rechten hält eine Lokalzeitung mit den Folterbildern von Abu Ghraib hoch. Ich kann Ihnen diese Reaktion nicht verübeln, ich verstehe sie. Wir haben ohne Not ein Land besetzt. We went into a country and invaded it for no reason. Das unterscheidet sich meiner Meinung nach nicht sehr von dem, was die Nazis unter Hitler taten. Ich habe ein Zitat von einem General gelesen, der sagte, der Präventivkrieg ist nichts Neues. Hitler erfand ihn mit dem Überfall auf Polen. Preemptive war is nothing new. Hitler invented it, when he invaded Poland. Ich darf nicht darüber reden, was ich im Irak gesehen habe. Das musst du unterschreiben, bevor du gehst, sonst bekommst du die Erlaubnis nicht. Ich bin in meinem Land zum Deserteur abgestempelt worden. Und glauben Sie mir, viele teilen meine Überzeugung. Aber nur wenige haben den Mut dazu zu stehen und zu desertieren. Ich habe mich nicht freiwillig gemeldet, um in einem ungerechten Krieg zu kämpfen. Und der Irakkrieg ist völlig illegal. Sie töten unschuldige Menschen in einem illegalen Krieg. Ich wurde Soldat, um mein Land zu verteidigen und für bestimmte Werte zu töten oder getötet zu werden, aber nicht für einen illegalen Krieg. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Kentucky is a pretty conservative state. A lot of people from Kentucky go into the military. There's a large contingent of the Kentucky National Guard serving in Iraq, so people who are probably don't react too well to somebody taking this kind of a step. I've already wasted 2 years of my life, and to think of going to prison for another year or 3 or more, I couldn't even imagine. I've already been through so much. If I go to jail for a couple years, man, I wouldn't even be a person anymore. I'd just be like totally lost in the mind. You could go back, spend 1 year in jail, and this would be behind you. I would refuse to be punished for my actions. Yeah. That's you? Yeah, right there. There's my military ID. Daryl Anderson and Cliff Cornell are both U.S. soldiers who recently came to Canada seeking refuge because of their opposition to the war in Iraq. Daryl served 7 months in Iraq and received a Purple Heart before returning home to the United States. A resident of Kentucky, Daryl decided that he could no longer be part of the war in Iraq, so he decided to come to Canada. My country's been attacked, and if they're sending me to go die and fight this war, there has to be a good reason. I started getting in combat situations, and there was a lot of combat, but there was a few situations that really, later on down the road, played out in my thinking, where the first situation, I'm in a vehicle, and my good buddy, he's on top of the vehicle, gets hit with a rocket-propelled grenade. And he falls down my lap, and, he just basically goes limp and falls in the vehicle. And he's spitting up blood. He's looking at me, and he's going, Anderson, am I gonna die? I hadn't even fired my weapon in combat. I take it, I point at someone, and I fire. But my weapon's unsafe. So I switch it to fire. I take aim again, and I look, and I'm aiming, and it's a 14-year-old boy just running for his life, scared just like I am. But because of the procedures that the military's put me in, I'm supposed to kill this kid. Ich habe als Mensch das Recht auf die Entscheidung, keine unschuldigen Menschen zu töten, egal was ich unterschrieben habe. Als ich in die USA zurückkehrte, fing ich an, über diese Dinge nachzudenken und keiner konnte mir eine Antwort geben. Da waren keine Massenvernichtungswaffen. Also sagten sie, wir bringen den Menschen die Demokratie. Aber die Demokratie in den USA ist keine wirkliche Demokratie. Hier zählen nur Geld und Macht.
Ich bin desertiert, nachdem ich mich Anfang 1969 geweigert hatte, nach Vietnam zu gehen. Ich habe 3 Jahre in Schweden verbracht und 3 Jahre in Kanada. Jetzt bin ich wieder in Kanada mit einer ganz neuen Generation von Kriegsverweigerern. Für mich ist das ein bittersüßes Déjà-vu. Es war nur natürlich, dass ich mich zu dieser neuen Generation hingezogen fühlte und versuchte, ihnen mit meiner Erfahrung beizustehen. In Kanada haben wir nur 15 Soldaten, die aus der Deckung gekommen sind und sich um den Flüchtlingsstatus bemüht haben. In ganz Europa verstreut gibt es zurzeit sicherlich jede Menge Deserteure. Soweit ich weiß, hat bis jetzt keiner von ihnen in Frankreich, Deutschland oder anderen Ländern den Status als politischer Flüchtling beantragt. Es könnte passieren und ich hoffe, diese Länder werden nicht einfach sagen, die haben sich schließlich freiwillig gemeldet. Sie sollten erkennen, dass sie nach internationalem Recht in der Verantwortung stehen, zu sagen, diese jungen Männer und Frauen hatten den Mut, Nein zu sagen zu diesem illegalen Krieg. Und sie verdienen eine Zuflucht, zumindest eine vorübergehende Zuflucht in unserem Land. GI Rights Hotline, this is Jackie. What? The drill instructor told him to go ahead and shoot himself? And he did. Oh, goodness. He witnessed a suicide. Oh, dear. Oh, I'm so sorry to hear that. Der Rekrutierungsoffizier redet über alles, nur nicht über den Krieg und die Realität des Kriegs. Deshalb sind viele junge Leute traumatisiert, wenn sie erkennen, wie der Krieg wirklich aussieht. Und wenn sie keinen Ausweg sehen, vielleicht weil sie unsere Hotline nicht kennen oder weil ihnen ein Seelsorger zum Durchhalten rät oder weil ihr Kommandeur ihnen nichts von einer Verweigerung aus Gewissensgründen gesagt hat, wenn sie also das Gefühl haben, sich an niemanden wenden zu können, dann begehen sie Fahnenflucht. If his ID is run through the National Crime Computer, that felony warrant will show up. If that happens, he will be taken directly to jail. So being, extraordinarily careful during that time period is important. The military can't enter your home without your permission. So we do have those kinds of rights still. He can contact an organization called Iraqi Veterans Against the War. You're real welcome. Okay, take care. Okay, bye now. He saw a young man who wanted to get out and tried every way he could get out. He couldn't get out, so the guy jumped in front of his platoon and killed himself. He saw another young man who said he wanted to get out, and the sergeant said, well, just shoot yourself then. And he shot himself in the leg. Unbelievable. I mean, it's just so unbelievable what we hear. But he's home right now, so maybe he'll stay there. Take a break. Vielleicht werden wir nie wissen, wie viele Deserteure es mittlerweile gibt. Ich würde sagen, das ist etwas, was das Militär uns nicht wissen lassen will. Wenn Sie sagen, es sind 5000, dann handelt es sich wahrscheinlich um das Doppelte oder Dreifache. Kritisch wird es im Irak, wenn mehr und mehr Soldaten sich weigern, ihre Zeit abzudienen, sich weigern, in den Irak zurückzukehren, immer mehr junge Leute sich weigern, zum Militär zu gehen. Wenn die Familien immer wütender werden und zu Hunderttausenden durch Washington marschieren und ein Ende des Kriegs fordern, wenn Mütter Bilder ihrer Angehörigen zeigen, wie sie in Argentinien die Fotos der Verschwundenen hochhielten, um auf das Drama aufmerksam zu machen. Ich glaube, wenn dieser Punkt in den Vereinigten Staaten erreicht ist, muss die Regierung den Rückzug antreten. On April 4th, 2004,
My son Casey was killed in Iraq. He was only 24, and he died in his best friend's arms. Mr. President, you lied to us. And because of your lies, my son died. You said he died for a noble cause. What cause? Mr. President, I want to tell you face to face how much this hurts. I love my country, but how many more of our loved ones need to die in this senseless war? How many more soldiers have to die before we say enough? I know you can't bring Casey back, but it's time to admit mistakes and bring our troops home now. This is the War and Peace Report. I'm Amy Goodman with Juan Gonzalez. We turn now to the story of Cindy Sheehan. Sheehan is now in Crawford, Texas, taking part in a vigil near President Bush's vacation ranch. She has asked for a meeting with the president, but so far the White House has said no. Talk to Cindy! 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 15 von uns waren in Crawford, Texas. Wir wollten bei Mr. Bush vorsprechen, aber er war zu einem Treffen offensichtlich nicht bereit. Wir hätten ihm vor allem gerne klargemacht, was wir durchgemacht hatten und wie hart das für uns war. Niemand sollte diese Hölle mehr durchleben müssen. These are the names of our troops who have died since Camp Casey opened on August 6, 2005. Raheem J. Jeffcoat, age 25, died August 6, 2005. Kurt E. Kraut, age 43, killed August 6, 2005. Chase Johnson Comley, age 21, killed August 6, 2005. This is about flesh and blood. This is what we're here for. We don't want to see any more of these coming home to their families. Have you ever heard the sound of taps played at your brother's grave? They say he died so the flag will continue to wave. But I believe he died because they had oil to save. Have you ever heard the sound of taps played at your brother's grave? Have you ever heard the sound of a nation being rocked to sleep? The leaders want to keep us numb so the pain won't be so deep. We will not be rocked to sleep anymore, and we will not let our leaders continue. President Bush emerged from his ranch in Crawford, Texas, Thursday and addressed for the first time the rapidly growing anti-war protest outside his property. I sympathize with Mrs. Sheehan. She feels strongly about her position, and she has every right in the world to say what she believes. This is America. She has a right to her position, and I thought long and hard about her position. I've heard her position from others, which is get out of Iraq now. And it would be a mistake for the security of this country. I don't want his sympathy. I want answers. Meanwhile, she's come under attack by right-wing websites and commentators. Earlier this week, Bill O'Reilly of Fox News suggested that Cindy Sheehan has committed treason. I think Mrs. Sheehan bears some responsibility for this, and also for the responsibility of other American families who have lost sons and daughters in Iraq who feel that this kind of behavior borders on treasonous. Unser Land wurde von einer Einheitspartei übernommen. Wir leben im Augenblick faktisch unter einer Diktatur. Die sogenannte Oppositionspartei ist sehr schwach. Wir wollen sie ermutigen, Stellung zu beziehen. Camp Casey hat nur eins verändert, nämlich, dass die wichtigsten Medien sich für uns interessieren und dass der amerikanische Mittelstand uns endlich zuhört.
begin this time of communal prayer, I'd like us just to begin with a moment of silence, remembering the over 2,000 American soldiers who have been killed up to this week in Iraq. According to the Iraqi body count website, over 30,000 Iraqi civilians have already been killed up to this point. And so we mourn with all of those whose families have been touched by this war in ways that can never be repaired. And we pray for those who are still over there. We pray for our leaders that they would have wisdom in concluding this. So if we could just have a moment of silence. Die amerikanische Regierung tut viele Dinge angeblich in Gottes Namen. Aber was für ein Gott soll das sein? Mein Gott ist ein Gott der Liebe, der Gerechtigkeit und der Freiheit. Niemals ein Gott der Unterdrückung, des Hasses oder der Angst. Aber genau das wird gesät in Gottes Namen. Mein Geld, mein Name werden benutzt, um solches Übel zu finanzieren und zu tragen. Das ist abstoßend. Ich kann darüber nicht schweigend hinweggehen. In unserem Land gibt es eine starke religiöse Rechte, die eine mächtige Allianz mit den politischen Eliten eingegangen ist. Sie haben ihre Programme in einer Weise miteinander verflochten, die mich erschrecken und wütend machen. Their agendas in ways that frighten me and offend me. May peace fill your soul. Let peace keep you whole. How are you? I got Peter. I missed you. Good morning. Good to see you too. We're going to continue our discussion of how we as Christians should look at war. How many of you think World War II was a just war? How many of you think Vietnam War was a just war? How many of you think the current Iraq War is a just war? I don't think any war is just like you might say a good devil. If you're a devil already, how can you be good? I don't know. On for peace, bring troops home. Thank you. On for peace, bring troops home. Just wanted to say thank you. Oh, you're welcome. Thanks for your support. Absolutely. Thanks. Have a nice day. On for peace, bring troops home. Thank you. Thank you. On for peace, bring troops home. On for peace, bring troops home. One day I got something. Einmal haben so viele gehupt, dass eine Frau aus dem Haus kam und mich bat, ein Stückchen weiter die Straße runterzugehen. Bei der Huperei könne sie einfach nicht arbeiten. Sie habe nichts gegen die Redefreiheit und es sei absolut mein Recht, hier zu stehen. Ich sollte bloß ab und zu den Platz wechseln, damit sie arbeiten konnte. Das war einer der schönsten Tage meines Lebens. That was one of the proudest days of my life. Es sind nicht immer die bedeutendsten Menschen, die große Veränderungen bewirken. Sie können von überall herkommen. Wir müssen guter Hoffnung bleiben und uns mit aller Kraft einsetzen. Wir haben das Ziel vor Augen. Wir können jetzt nicht aufhören, gerade jetzt, wo die öffentliche Meinung zu unseren Gunsten umschlägt. Dire predictions on Iraq, President Bush was playing to his strongest suit. A new CBS News poll finds approval for his handling of the war on terror at 46%. Way down from before, but better than Iraq, only 32% approve. The majority of Americans also now think U.S. troops should get out as soon as possible. When do we want it? Now! What do we want? Peace! Now! Peace! Now! Peace! Now! Peace!
the troops home now! Bring 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 the troops home now! It harkens back to something I heard an admiral say in Vietnam. He was asked, how do we get the troops out? And he said, by boat. So now we can get them out by boat, by plane. Us moms can drive our minivans over there and pick the kids up. It's very simple. And I've had generals tell me that can be accomplished in 2 months. You know, and then you know what's going to happen when our military is out of Iraq? The insurgency is going to stop. Es waren Hunderttausende, wir haben 300.000 geschätzt. Aber ab einem bestimmten Punkt hört man auf zu zählen. Hunderttausende sind zum Weißen Haus marschiert. Aufgebrachte Menschen, die stolz darauf waren, vor dem Weißen Haus zu stehen und zu rufen, wir sind nicht einverstanden. Es war ihnen wichtig, diesen symbolischen Platz zu besetzen. Die Menschen, die sich moralisch über eine Politik entrüsten, müssen letzten Endes erkennen, dass die normalen Institutionen eines demokratischen Staats, also die Wahl des Präsidenten, Briefe an den Kongressabgeordneten, Anrufung der Gerichte, nicht funktionieren und wirkungslos bleiben, wenn diese Institutionen nicht wirklich demokratisch, nicht wirklich repräsentativ sind. Und dann entdecken sie, dass sie sich außerhalb der Gesetze stellen, Akte des zivilen Ungehorsams begehen müssen. Hi, I'm on my way to be arrested, so I probably won't be able to talk to you for a few hours. At the White House, we're gonna tie ourselves to the fence. That's not the power. Right. We know. They have the violence. Yeah. They have the domination. Yeah. We represent 60% of the people of this nation. We are the power. I want to warn everyone that when you go over to the White House sidewalk, you will be risking arrest. Without you, Cornell, everybody who's behind Cornell, take a step back. Excuse me, you're in my way. Come on now. Come on, watch out. Watch out. Tell the truth about how many civilians have been slaughtered. Innocent civilians slaughtered. Why? For lies, for oil, for greed, for Halliburton. How long? You want to get arrested, stay on the sidewalk. Y'all need to move back. Y'all need to move back. The whole world is watching. The Bush administration has turned us into the greatest hypocrisy the world has ever seen. Worst president ever. Worst president ever. Worst president ever.
getting arrested. It's supercharged here, brother. I wish you were here. This is happening. Patriots! 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 Mr. Bush, face your people. Stop the arrest of innocent American civilians. Unbelievable. Women, children, have you no shame, Mr. Bush? Have you no shame? Ich glaube, das ist ein Weckruf. Wie Jefferson sagte, der Preis der Demokratie ist ewige Wachsamkeit. Wir dürfen uns nie auf dem Erreichten ausruhen. Wir dürfen uns nicht einfach abwenden und hoffen, dass jemand anders sich darum kümmert. Wir dürfen uns nicht zurücklehnen und erwarten, dass ein anderer die schwere Last übernimmt. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben alles für selbstverständlich genommen und geglaubt, es bliebe, wie es ist. Und das ist falsch. Wenn wir nicht in jeder Generation erneut um die Demokratie kämpfen, werden wir sie schließlich verlieren. Es ist unglaublich, wie viele Leute nicht wählen gehen, obwohl Menschen für dieses Privileg gestorben sind. Sie nehmen es auf die leichte Schulter, weil sie glauben, es macht keinen Unterschied. Sie haben das Gefühl, ihre Stimme sei wertlos geworden. Man muss sie vom Gegenteil überzeugen und das ist schwer, weil der Augenschein etwas anderes sagt, nämlich, dass der oberste Gerichtshof entscheiden kann, wer Präsident wird. Blood is the symbol of life. All life is holy. All people are created in the image and likeness of God. All people are family, and everyone is loved by God. Killing is wrong. Preparation for killings are wrong. The work done by the Pentagon with the connivance of the military recruiting station ends with the shedding of blood. And God tells us to turn away from it. We went in to this Army and Marine recruiting center and we actually poured our own blood on the walls, on the cutouts, on the floor. And in my case, I stepped outside the door and poured it on the sidewalk in front of the door. This is our blood, and we've poured it to show the blood of the innocent and the blood that is life-giving, the blood that is sacred. Ich würde es jederzeit wieder tun. Dieses Bild spiegelt genau wider, was passiert. Es ist viel Blut auf der Fahne. Wir haben die Fahne mit Blut befleckt, um das Blut sichtbarer zu machen. In meinen Augen sind die Vereinigten Staaten der Terrorist Nummer 1 in der Welt. Wir haben unzählige Länder überfallen. Wir haben die Regierungen anderer Länder gestürzt. Wir haben andere Länder bombardiert. The St. Patrick's Four carried out their action in March 2003 when they entered a recruiting center in suburban Ithaca. This is the first federal conspiracy case against anti-war activists since the Vietnam War. Ich soll ein Verräter sein, weil ich mein Land kritisiere? Oh nein, ich bin ein Patriot, weil ich mein Land kritisiere, in der edelsten Tradition. Wenn das bedeutet, ins Gefängnis zu gehen, wie es gewaltfreien Aktivisten oft passiert, dann bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen. Und viele meiner Freunde sind es ebenfalls. Our feelings about today are that even from the first day of the trial, there's been a miscarriage of justice, and that the people who should be the defendants in this case are really people that aren't here, namely Mr. George Bush, the president, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, and Alberto Gonzalez. They are the real criminals of this war. It's the only Es ist der einzige Prozess in diesem Land, bei dem Menschen des Landesverrats angeklagt sind, weil sie sich offen dem Krieg widersetzt haben. Eine Gelegenheit für uns, Stellung zu beziehen gegen den Krieg und die Leute zum Widerstand gegen den Krieg aufzurufen. Außerdem eine Gelegenheit festzustellen, dass wir das Recht und nach internationalem Gesetz sogar die Verpflichtung haben, uns gegen die kriminellen Aktionen unserer Regierung zu wehren. Genau das tun die St. Patrick's Four und auch die jungen Kriegsverweigerer, die nach Kanada gegangen oder desertiert sind oder inhaftiert wurden, weil sie sich geweigert haben, weiter im Irak zu kämpfen.
Die Amerikaner haben das Recht und sogar die Pflicht, die Regierung in Frage zu stellen, wenn sie denken, dass die Regierung den falschen Weg eingeschlagen hat. Das besagt der erste Verfassungszusatz, das Recht auf freie Meinungsäußerung. Das ist fundamental, nicht nur für unsere Regierung, sondern auch für die französische und die vieler anderer Länder. Dafür müssen wir einstehen. Wir müssen das Recht auf Protest schützen, das Recht auf Kritik an der Regierung, sowohl von außerhalb als auch von innerhalb. Our testimony showed that, in fact, we are not violent people, and that is not our intention, nor would it ever be our intention in trying to change and convert the hearts and minds of the people of our country. And while we're talking about violence, we know that the greatest violent crime is killing people. And right now, 100,000 Iraqi civilians' deaths are on our hands as a nation, and that's a crime we need to address. That's our work in this democracy. Right now, those crimes are so serious that we're going to put our attention to it. Is it a high crime to engage in a conspiracy to deceive and mislead the United States Congress and the American people about the basis for taking the nation into war? Yes. Is it a high crime? Is it a high crime to manipulate intelligence so as to allege falsely a national security threat posed to the United States as a means of trying to justify a war against another nation based on preemptive purposes? Yes. Is it a high crime to commit a felony via the submission of an official report to the United States Congress falsifying the reasons for launching military action? Yes. And if the President of the United States has committed felonies, he should be held accountable. It is time to demand our country back. Thank you. Wir müssen davon ausgehen, dass die Führer dieser Nation die Konsequenzen tragen. Die Konsequenzen, die sich aus dem unüberlegten und möglicherweise illegalen Befehl ergeben, eine Nation anzugreifen, die uns nicht angegriffen hatte. Das Gesetz unserer Nation, das Strafrecht der Vereinigten Staaten, sieht vor, dass ein Regierungsmitglied für Kriegsverbrechen zur Verantwortung gezogen werden kann. Die schwerwiegenden Verstöße gegen die Genfer Konvention, die im Irak, in Afghanistan, in Guantanamo passieren, würden nach diesen Strafstatuten eine Anklage rechtfertigen. Es bedürfte eines mutigen Bundesstaatsanwalts mit höchsten moralischen Grundsätzen, um eine solche Anklage zu erheben. Und es würden sich Fragen nach der Immunität eines amtierenden Präsidenten stellen. Auch wenn George Bush nicht mehr im Amt ist, ist nicht klar, ob es in den Vereinigten Staaten zu einer Anklage käme, möglicherweise aber auf Auslandsreisen. Er hat als Oberbefehlshaber und Präsident der Vereinigten Staaten Befehle erteilt, die ihn nach internationalem Recht für eine Anklage verwundbar machen. The Bush administration has been following a course which can only now be described as a series of crimes against humanity. And the destruction of life abroad is accompanied by the destruction of our liberties at home. We are in danger. And so precisely at that time in history, when people most need their freedom of speech, when constitutional rights are most required, exactly at that point, are they crippled and destroyed, as is happening now with this administration, with its Patriot Act.
Die Amerikaner werden zunehmend ihrer Freiheiten beraubt. Bibliothekare müssen das Recht der Bürger verteidigen, die Bücher ihrer Wahl zu lesen, ohne dass die Ausleihlisten vom Ministerium für Heimatsicherheit beschlagnahmt werden. Die Bürger haben ein Recht darauf, nicht ohne ihr Wissen abgehört zu werden. Das ist eine furchteinflößende Entwicklung. Einzelne Vorgänge mögen nicht so bestürzend erscheinen, aber in ihrer Gesamtheit sind sie erschreckend. Es ist erschreckend zu sehen, in welche Richtung wir uns bewegen und was im Namen der nationalen Sicherheit getan wird. Bewegen wir uns auf eine Gesellschaft nach sowjetischem Muster zu? Aber nein, Guantanamo ist doch kein Gulag. Dann erklären Sie mir mal den Unterschied. In den Vereinigten Staaten wie auch in einigen europäischen Ländern gibt es eine Entwicklung, die ich als einen Trend oder einen Wechsel hin zur Tyrannei bezeichnen würde, weil die Leute Angst haben. In der Geschichte hat es immer ein Pendeln gegeben zwischen Zeiten großer Offenheit sowie Achtung bürgerlicher Freiheiten und Rechte und Zeiten, in denen das Handeln der Menschen von Angst bestimmt war und sie die Vorherrschaft der Tyrannei zuließen. Peace be unto you all. We must be willing to look the new Israel, that is the United States of America, and its leader, Uncle Sam, in the eyes and say, Sam. I got confused for a minute. Sam, you're wrong. We are in one of the darkest moments in American history. That the occupant of the house that is not too far from here has engaged in abuse of democratic freedom and abuse by those who surround him in invoking the name of God in what I believe are abiblical and unrighteous aims. And I would We have a major task in front of us to create the kind of movement that can speak really to the spiritual crisis, and if we do speak to that spiritual crisis, we can change America fundamentally. It's not about Christian, it's not about Muslim, it's not about Buddhist, it's not about Jew, but it's about humanity, Lord. Your children have got together, so now we come together. We stand in the gap for these parents and these families, Lord. So wie bestimmte Kommunistenführer den Kommunismus in Verruf gebracht haben, werden wir jetzt Zeuge, wie ein demokratischer Führer die Demokratie in Verruf bringt. Das Problem ist, dass es ein Missverständnis in der Frage gibt, was Macht bedeutet. Wir erkennen nicht, dass in einer echten Demokratie derjenige, der die Macht hat, jemanden in eine Machtposition zu bringen, in Wahrheit der Mächtigere ist. Anstatt uns damit zufrieden zu geben, nach oben zu schauen, auf Gott, auf den Präsidenten, sollten wir auf uns selber schauen. Und anstatt uns auf den Gedanken zu beschränken, das ist schlecht, was er da macht, sollten wir uns klar machen, dass der Machtwechsel unvermeidlich ist. Unvermeidlich. Ein Lied wie das Gelöbnis des Widerstandes wird so lange und so laut erklingen, bis die Wahrheit siegt. Das ist unvermeidlich. Not in our name will you wage endless war. There can be no more deaths. No more transfusions of blood for oil. Not in our name will you invade countries, bomb civilians, kill more children, letting history take its course over the graves of the nameless. Not in our name will you erode the very freedoms you have claimed to fight for. Not by our hands will we supply the weapons and funding for the annihilations of families on foreign soil. Not by our mouths will we let fear silence us. Not by our hearts will we allow whole peoples or countries to be deemed evil. Not by our will, not by our will, and not in our name.
We pledge resistance. We pledge alliance with those who have undergone attack for voicing opposition to the war or for their religion or ethnicity. We pledge to make common cause with the people of the world to bring about justice, freedom, and peace. Another world is possible, and we pledge to make it real. The people united will never be defeated.